Starship 28 startbereit und Booster 10 vor heißen Tests. Ergänzende Umweltbeschwerden wegen Starterlaubnis für Starbase. Bundeswehr mit Radar aus und in den Orbit. New Shepard fliegt wieder. Sexterford in Schottland erhält Starterlaubnis für Raketen. Starlink direkt auf handelsübliche Handys. Weltraumkatzen mit besserem Breitbandanschluss als der deutsche Otto-Normalverbraucher. Und High Noon am Moon, das ganz knappe Wettrennen für die erste kommerzielle Mondlandung. Das wird gerade richtig heiß. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Unfassbar. Da hat die Starbase doch schneller wieder Feuer gesehen, als die meisten Beobachter erwartet hatten. Nur einen Monat nach dem zweiten Flug wurde die Starship 28 Oberstufe einem statischen Feuertest unterzogen. Und offenbar läuft alles tatsächlich auf einen dritten Flugtest in den nächsten Wochen zu. Dazu kommen wir gleich, denn es war insgesamt eine sehr ereignisreiche Woche vor Weihnachten für SpaceX. SpaceX Starlink wird ja in Deutschland mal mindestens kontrovers diskutiert. Auch wenn wir uns jetzt als Gesellschaft entscheiden würden, dass wir das doof finden, lässt sich die Technologie, glaube ich, nicht mehr zurückdrehen. Zu groß ist der Nutzen von und der Umsatz mit dem Internet aus dem All. Neben allen Anwendungen, die aktuell schon von der Technik profitieren, wird zeitnah die Mobilfunkkonnektivität dazukommen. Damit ist Starlink nicht der erste Anbieter, der das testet, und mit dem kostenlosen Apple-Satellitennotruf gibt es sogar bereits die Integration im Massenmarkt. Trotzdem sollten wir den Starlink-Start Ende Dezember von Vandenberg im Auge behalten. Hier startet SpaceX 21 V2 Mini-Satelliten. Mit dabei auch 6 Testsatelliten, die über Direct-to-Cell-Funktionalität verfügen. Das erlaubt bei Sichtkontakt eine Verbindung von und zum Satelliten mit einem handelsüblichen Smartphone. Die Bitrate, die wird dann erstmal weit entfernt von der Breitbandkonnektivität von Starlink sein, aber de facto wird es ein weltweit funktionierendes Handynetz geben. Das ist für sehr entlegene Orte natürlich praktisch, aber ist direkt auch schon ein Backup für terrestrische Systeme. Wenn bei Katastrophen die erdgebundene Infrastruktur ausfällt, gibt es so einen Backup über unseren Köpfen. SpaceX plant in den nächsten 6 Monaten etwa 840 Direct-to-Cell-fähige Satelliten zu starten, insgesamt aber fast 10-mal so viele. Inwieweit es dann um die nächste Generation der deutlich größeren V3 Starlinks geht, die ja nur mit dem Starship gestartet werden können, das bleibt abzuwarten. Der kommerzielle Einsatz mit T-Mobile USA soll aber schon bereits 2024 aufgenommen werden. Dass es bei den SpaceX-Starts weiter aufwärts geht, das wissen wir auch von einem offiziellen Statement von Bill Gerstmeier, Vizepräsident für Bau und Zuverlässigkeit bei SpaceX. Der hatte von 144 SpaceX-Starts in 24 gesprochen. Das sind 12 pro Monat und damit fast jeden zweiten Tag einer. Viel Zittern gab es bisher vor den Starship-Flügen, wenn es um Umweltgutachten oder Beschwerden ging. Ist ja auch naheliegend. Wenn man da von außen drauf schaut, wirkt das, was SpaceX da in Boca Chica, Texas veranstaltet, ja völlig verrückt und unbeschränkt. Mehrere Umweltgruppen haben jetzt eine ergänzende rechtliche Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Sie werfen der Luftfahrtbehörde FAA vor, sie habe die Umweltauswirkungen des ersten Starship-Starts am 20. April nicht richtig analysiert, bevor sie dann die überarbeitete Lizenz für den zweiten Start am 18. November ausgestellt habe. Aktuell arbeitet die FAA an der von SpaceX geleiteten Untersuchung des zweiten Starship-Starts. In einem offiziellen Statement äußert sich die FAA optimistisch über den Fortschritt der Untersuchung. Einen Termin für den Abschluss dieser Untersuchung gibt es aber noch nicht. Die Marspläne von Elon Musk, die werden ja gerade in Europa selbst von Raumfahrt-Insidern belächelt. Wenn es um den negativen Trend in der etablierten Raumfahrt bis zur Einführung der Falcon 9 geht, da hat allerdings Elon Musk definitiv einen Punkt. Diese Woche hat der SpaceX-Chef dazu auf X geschrieben, dass vom ersten Motorflug bis zur Landung auf dem Mond nur 66 Jahre vergangen sind. Seit der letzten Mondlandung ist nun ein halbes Jahrhundert vergangen. Das könnte nicht unser Höhepunkt als Zivilisation sein. Laut Musk sollte die Menschheit eine Mondbasis und ganze Städte auf dem Mars haben und da draußen zwischen den Sternen sein. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was Musk so von sich gibt, aber dem hier kann ich mich wirklich anschließen. Ad astra. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber in der Woche vor Weihnachten, auch wenn es noch gar keine richtigen Feiertage sind, geht es in der Berufswelt doch dann eher gemächlich zu, muss auch mal sein. Da freue ich mich besonders, obwohl Weihnachten bevorsteht und Natalie ihren verdienten Urlaub begonnen hat, macht sie für euch die News. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an die liebe Natalie. Ohne sie wäre Senkrechtstarter nicht da, wo es heute ist. Wenn ihr mir ein riesen Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann schreibt doch bitte in den Kommentaren, was für einen tollen Job sie mit dem Schnitt und der Postproduktion von Senkrechtstarter macht. Auch in der Starbase ist man scheint's voll bei der Arbeit, Weihnachtsdeko hin oder her. Es geht wohl eher auf einen dritten Flugtest zu, als gemächlich auf Weihnachten zu. Booster 10 steht mittlerweile auf dem Starttisch. Winterzeit, da bekommt man schnell kalte Füße. Dementsprechend hat man die Raptoren des Boosters 10 eingepackt.
eigentlich eine gängige Praxis in der Raumfahrt, aber in den ersten wilden Jahren der Starship-Entwicklung ging es halt dann doch etwas hemdsärmeliger zu. Dafür weiß man jetzt wahrscheinlich aus der Erfahrung, wie schlimm es wirklich ist, wenn man die Hardware monatelang ohne Schutz in Salzwasseratmosphäre hält. Kurz nachdem Booster 10 auf den Starttisch kam, wurde das Fire-X Feuerunterdrückungssystem getestet. Das wurde notwendig, nachdem es bei Booster 7 im Sommer 2022 während eines Spin-Prime-Tests der Turbopumpen eine Explosion von zündfähigem Gas gegeben hatte. Von wegen Spin-Prime, Ship 28, das heißt die Oberstufe für Booster 10 für den nächsten dritten Flugtest, hat so einen Test jetzt überstanden. Der Test war in unmittelbarer Nähe von Booster 10, und zwar auf dem ehemaligen Suborbitalpad B. Alte Hasen auf Senkrechtstarter werden sich noch an die ersten Prototypenflüge mit kleinen Hops und schließlich die Höhenflugtests erinnern. Seitdem hat sich einiges in der Starbase getan. Da geht ein Shoutout an die Ringwatcher, die seit Jahren alle Änderungen an Hardware ganz genau analysieren und für die Community aufbereiten. Besonders hervorheben möchte ich den gerade erschienenen und sehr gut bebilderten Artikel über das Leitungssystem der Starship Booster. Wir hatten uns das Thema für unser Starship Treibstoffvideo angesehen, damit Chris von Schiffersoft möglichst akkurate 3D-Modelle bauen kann. Dadurch können wir sehr leicht erkennen, wie gut dieser Artikel ist. Den Artikel, den verlinke ich euch unter dem Video. Es blieb aber nicht bei dem Spin-Prime-Test von Ship 28. Am Donnerstag, den 21. Dezember, wurden alle Raptor-Triebwerke der Oberstufe auf Suborbitalpad B erfolgreich gezündet. Sollten alle Testergebnisse für SpaceX zufriedenstellend gewesen sein, dann wäre Ship 28 damit qualifiziert für einen weiteren Flug und müsste nur noch zusammen mit Booster 10 als Ganzes die Startprozedur für eine Wet Dress Rehearsal durchlaufen. Bevor das passiert, erwarte ich noch einen Booster-Spin-Prime-Test und einen Static Fire von Booster 10. Mich hatte der Ship 28 Static Fire so kurz vor Weihnachten etwas überrascht. Wenn wir die aktuelle Logistik und Testgeschwindigkeit als Maßstab nehmen, dann sollte die neue Hardware tatsächlich in den kommenden Wochen für einen dritten Start bereit sein. Es gab Vermutungen, dass SpaceX den dritten Start unbedingt noch dieses Jahr forcieren könnte, da es aktuell nur über eine Voraberlaubnis von 5 Starship-Starts von Boca Chica verfügt, wobei sich so eine Erlaubnis natürlich auch erweitern lässt. Kein Schlitten, aber ein Ponton, auf Englisch Barge, voller Geschenke für die Starbase hat sich von Florida auf den Weg gemacht. An Bord Tanks für die Erweiterung der Tankfarm und ein weiteres Segment für einen zweiten Startturm in Boca Chica. Wirkt vielleicht erst einmal komisch, warum der zweite aus Florida kommt, weil der erste Startturm ja schließlich komplett in Boca Chica gebaut wurde. Wenn du gut aufgepasst hast, weißt du schon, dass es sogar der dritte Turm schon ist, denn am Pad 39A ist ja bereits der zweite Startturm gebaut worden. Da macht es natürlich Sinn, wenn die Leute mit ihren Werkzeugen, die den zweiten Turm in Florida gebaut haben, auch direkt den dritten Turm bauen. Und weil sowohl das Kennedy Space Center als auch die Starbase über den Hafen von Brownsville gut auf dem Seeweg zu erreichen sind, macht der Transport mit dem Schiff natürlich Sinn. Fun Fact: Wenn man das Maximalgewicht der Fracht und die benötigte Antriebsleistung betrachtet, sind Schiffe das mit großem Abstand effizienteste Transportmittel. Als Schiffbauingenieur habe ich neben der Raumfahrt auch eine Schwäche für die imposantesten Schiffe, genau wie die legendäre Bismarck, die bei Blum & Voss hier in Hamburg gebaut wurde. Bevor ich mich entschlossen habe, in Vollzeit den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, habe ich tatsächlich da als Entwicklungsingenieur auf dem alten Blum & Voss Gelände gearbeitet. Da liegt übrigens noch heute eine Panzerplatte der Bismarck. In meiner Schiffbau-Studenten-WG war World of Warships unser absolutes Lieblingsspiel. Das Beste an WoW, es ist völlig kostenlos, ohne Pay-to-Win-Elemente und durch die unterschiedlichen Tiers und hervorragenden Ingame-Tutorials super leicht zugänglich. Selbst für Anfänger. Ihr könnt euch in die Rolle eines Zerstörers versetzen und im Rauchnebel an ein riesiges Schlachtschiff heranschleichen, das gerade zwischen zwei Inseln hindurchfährt und ihm dann gekonnt eine volle Ladung Torpedos in die Seite jagen. Oder wie wär's mit einem Flugzeugträger und Sturzkampfbombern, einem schweren Kreuzer, ein Geschenk ins Deckup zu seilen? Fun Fact: Wusstet ihr, dass das Schicksal der Bismarck durch einen Glückstreffer eines Torpedobombers besiegelt wurde? Der hat die Bismarck nämlich manövrierunfähig gemacht. Ich habe wieder richtig Spaß an dem Spiel. Und wenn ihr Lust habt, mit mir zusammen die 7 Weltmeere unsicher zu machen, dann seid ihr herzlich eingeladen, zwischen den Jahren mit mir zu zocken. Wir haben auf dem Senkrechtstarter Discord einen Kanal zur Abstimmung und einen Voice-Chat zum Spielen eingerichtet. Weihnachten und Seekrieg. Hey, es ist nur ein Spiel und es macht Spaß und tut niemandem weh. Ich wünschte, alle Konflikte würden nur virtuell als Wettkampf stattfinden, sodass dann niemand verletzt werden muss. Wenn ihr Lust habt, mit mir zusammen in See zu stechen, mit meinem Link und dem Code Happy New Year 2024, bekommt ihr einen besonderen Premium-Weihnachtsdeal. Das macht euch zwar nicht besser auf dem Schlachtfeld, aber ihr könnt schneller neue Schiffe freischalten. Also, worauf wartet ihr? Lasst uns gemeinsam die Meere erobern.
Diese Woche hat das JPL mit einem Katzenvideo für Technologie begeistert. Die NASA-Raumsonde Psyche zum gleichnamigen metallischen Asteroiden hat ein 4K-Katzenvideo mittels Laser übertragen. Eigentlich wurden die Tests bisher mit random Dateipaketen durchgeführt, aber um ein bisschen Spaß bei der Arbeit zu haben und für die Breitenwirkung jetzt das Katzenvideo. Auch wenn das hier eher zur leichten Unterhaltung gehört, halte ich es aus YouTuber-Sicht für enorm wichtig. Ja, wenn die Menschheit da rausgeht, dann muss es gute Live-Bilder in hoher Auflösung geben. Das Signal kam aus über 30 Millionen Kilometer Entfernung und wurde mit einer Geschwindigkeit von 267 Megabit pro Sekunde übertragen. Zum Vergleich, laut Statista liegt die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit bei Festnetzanschlüssen in Deutschland bei knapp unter 90 Megabit pro Sekunde. Apropos JPL, ihr habt nur noch eine Woche, um euch auf der Jupiter-Mission der NASA Europa Clipper namentlich zu verewigen. Link ist auch unter dem Video. Ich habe es für mich und meinen Sohn natürlich gemacht. Wenn die Sonde 2030 am Jupiter ankommt, dann ist er auch alt genug, um das zu verstehen. Der Sexaford Raumhafen hat als erster Startplatz in Großbritannien eine Lizenz für vertikale Orbitalraketenstarts erhalten. Das Wort vertikal muss dazu gesagt werden, passt ja auch zu Senkrechtstarter. Das mittlerweile insolvente Virgin Orbit hat ja bereits für Starts vom Spaceport Cornwall eine Startlizenz der britischen Zivilluftfahrtbehörde CAA bekommen. Das war aber ein Air Launcher. Ja, die nun erteilte Lizenz erlaubt bis zu 30 Starts pro Jahr, maximal 4 in einem Monat. Noch gibt es keine genauen Daten für einen Start oder einen ersten Start von Sexaford, aber neben der Rocket Factory Augsburg und High Impulse haben auch das britische Skyrover und das US-amerikanische ABL Space Pläne, um von Sexaford aus in den Weltraum zu starten. Ist ja bestimmt auch ein spannendes Problem, wie man eigentlich so eine Megakonstellation steuert. Ich schaue immer auch ganz genau hin, wenn ehemalige SpaceX eine neue Firma aufmachen. So auch hier das kleine Startup Sift entwickelt laut eigenen Angaben eine Software, die Betreibern von Satellitenkonstellationen beim Automatisieren vieler Aufgaben hilft, um einzelnen Personen alle Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie dann ganze Schwärme von Satelliten managen können. Die Ariane 6 hat am 15. Dezember laut ESA einen Systemtest wie geplant durchgeführt. Der Test hatte eine vollständige Probe der Startsequenz umfasst, einschließlich Befüllen und Entleeren der Tanks der Ober- und Kernstufe der Rakete mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff sowie der Zündung des Vulcan 2.1 Triebwerks. Gegen Ende Januar 2024 wird der letzte Ariane 6 Bodentest im Raumfahrtzentrum Guyana stattfinden. Dabei wird das Abkoppeln der oberen und unteren Quick Disconnect Betankungsarme geprobt. Diese Arme tragen neben Datenleitung auch die Leitung für das Betanken und Entleeren der Flüssigwasserstoff- und Flüssigsauerstofftanks der Rakete und bleiben bis kurz vor dem Start verbunden mit der Rakete. Ja, ihr Zurückfahren, das erfolgt noch mit der startenden Rakete, was die Systeme sehr, sehr interessant macht. Während die Tests jetzt am 15. Dezember der Kernstufe der Rakete in Französisch-Guyana erfolgreich verliefen, hatten die Teams, die die Oberstufe in Lampolzhausen am 7. Dezember testeten, leider nicht so viel Glück. Was genau das Problem war, weiß ich leider immer noch nicht. Auf dem Ariane 6 Erstflug wird auch das Bikini-Experiment der Exploration Company mit dabei sein, als Vorbereitung auf einen Wiedereintrittstest des Hitzeschilds der Cargo-Kapsel, die ja die Exploration Company entwickelt und die auch langfristig mal Crewflüge ermöglichen soll. Bemerkenswert, auf dem chinesischen Hyperbola 1-Start letzte Woche befand sich die Nutzlast Deer One des chinesischen S-Space, die ebenfalls an Wiedereintrittsfrachtkapseln arbeiten. In China wurde im Juli das Programm für kommerzielle Frachtflüge von und zur chinesischen Raumstation bekannt gegeben. Und das bringt uns zu den vergangenen Starts. Die Hyperbola 1 mit Deer 1 als Nutzlast war am Sonntag, den 17. Dezember vom Jiuquan Satellitenzentrum in China gestartet. Ja, am Dienstag, 19. Dezember, ist von Cape Canaveral, Florida, eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten gestartet. Blue Origin hat erfolgreich seine New Shepard-Rakete am 19. Dezember gestartet. Dies war der erste Flug der Suborbitalrakete seit einem Zwischenfall im September 2022. Nun erreichte die Kapsel eine Höhe von 107 Kilometern und landete nach etwas über 10 Minuten sicher an ihren Fallschirmen. Der Booster der New Shepard-Rakete landete mit seinem Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerk BE-3 propulsiv auf dem Landeplatz. Die Mission NS-24 hatte 33 Nutzlasten an Bord, viele davon im Rahmen des NASA Flight Opportunities Programm, das Experimente in Schwerelosigkeit sowie Technologiedemonstrationen auf suborbitalen Flügen ermöglicht. Blue Origin hat aber auch 6 New Shepard Crewflüge durchgeführt und so 31 Menschen über die Kármán-Linie geschossen. Wegen des genannten Zwischenfalls mit NS-23 hat es seit August 22 keine Crewflüge mehr gegeben. Die sollen nun aber bald wieder aufgenommen werden und laut Blue Origin wächst die Nachfrage auch nach diesen Flügen. Am Donnerstag, 21. Dezember, ist vom Plesetsk Kosmodrom in Russland der Erdbeobachtungssatellit BAS-M5 gestartet.
Am Freitag, 22. Dezember, ist von Vandenberg in Kalifornien eine Firefly Alpha gestartet. Firefly erklärte, dass die zweite Stufe eine Fehlfunktion hatte. Die geplante zweite Zündung des Triebwerks der zweiten Stufe von der Alpha hat die Nutzlast nicht in die genaue Zielumlaufbahn gebracht wie geplant. Die Fehlfunktion, die wird jetzt untersucht. An Bord war mit der Mission Fly the Lightning ein Technologiedemonstrator für Lockheed Martin. Am Samstag, 23. Dezember, ist von Cape Canaveral erneut eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Bemerkenswert, es war der 19. Flug und auch die 19. Landung für den eingesetzten Booster. Aktuell sind die Booster für 20 Flüge qualifiziert. Das soll im kommenden Jahr auf 25 bis 30 Wiederflüge erhöht werden. Es war die 181. erfolgreiche Landung am Stück und die 255. erfolgreiche insgesamt für SpaceX. Das sind mehr Landungen, als Gesamteuropa in den letzten 23 Jahren erfolgreich gestartet hat. Das waren mit Ariane 4, Ariane 5, Vega und Vega C insgesamt 150 Starts, wenn man die Teilerfolge mitzählt. Ja, im Nachhinein muss man sagen, es war eine gute Entscheidung, dass sich die Bundeswehr nicht auf die Ariane verlassen hat und die SARA-Satelliten auf die Falcon 9 gebucht hat. Dafür gab es ja hinter den Kulissen viel Murren. Am Samstag, 23. Dezember, hat SpaceX für die Bundeswehr die Radarsatelliten SARA 2 und 3 gestartet. Diese Technik erlaubt eine Erdbeobachtung unabhängig vom Wetter und soll die in die Jahre gekommenen Salupe-Konstellation der Bundeswehr ablösen. Während der erste Phased Array SARA-Satellit von Airbus gebaut wurde, wurden die nun gestarteten Satelliten mit Reflektorantennen von OHB gebaut. Die sind ziemlich ähnlich zu den Salupe-Satelliten, die auch schon von OHB gebaut wurden. Wir reden oft über Weltraumschrott oder den steigenden Verkehr im Weltraum. Will man das vernünftig einschätzen, dann braucht man natürlich gute Daten. Das deutsche Weltraumradar Gestra ist jetzt erfolgreich in seine finale Testphase gestartet. Gestra steht für German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar. Bei den aktuellen Tests konnte Gestra im Schnitt pro Stunde mehr als 200 Objekte aufspüren, darunter auch kleine Objekte im Zentimeterbereich wie CubeSats. Gestra wurde vom Fraunhofer Institut im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR entwickelt. Betrieben und nutzen werden es Raumfahrtagentur und Bundeswehr gemeinsam, und zwar im Weltraumlagezentrum in Uedem. Es soll 2024 in den regulären Betrieb übergehen und ist laut Raumfahrtagentur eines der weltweit modernsten Radarsysteme zur Weltraumbeobachtung. Kommen wir zu den ISS-News. Eigentlich war das Abdocken der SpaceX CRS-29 Cargo Dragon von der ISS bereits für den 14. Dezember geplant gewesen. Nach einem Abdocken von der ISS muss die Dragon jedoch spätestens 48 Stunden landen. Ja, und hier lag dann der Hase im Pfeffer. Anhaltendes schlechtes Wetter in der Landezone vor Florida hatte das verhindert. Am 21. Dezember war das Wetter dann endlich gut genug für die Landung und Cargo Dragon CRS-29 dockte am späten Abend deutscher Zeit vom vorderen Dockingport der ISS ab. Mit an Bord am Boden bereits sehnlichst erwartete wissenschaftliche Proben. Nach einer gut 19-stündigen Solo-Phase leitete die Dragon dann, gesteuert aus dem SpaceX Mission Control in Hawthorne, den Wiedereintritt ein und landete am frühen Abend deutscher Zeit wohlbehalten vor der Küste Floridas und beendete somit ihren 42-tägigen Flug. Durch das wiederholte Verschieben des Dragon-Abdockens musste leider auch das robotische Abtrennen des Cygnus-Transporters von der ISS verschoben werden. Statt am 21. Dezember erfolgte das dann am 22. Und zwar mit Hilfe des kanadischen Robotikarms, auch Canadarm genannt. Die NASA-Astronautin Jasmine Mock-Bailey und der JAXA-Astronaut Satoshi Furukawa haben das Cygnus NG-19 vom Unity-Modul losgetrennt und es dann am Mittag des 22. Dezember deutscher Zeit freigegeben. Nach einer mehrwöchigen Solo-Flugphase, während der in der Cygnus noch weitere Experimente durchgeführt werden sollen, soll die Cygnus dann am 8. Januar 2024 nach einem Deorbit-Burn über dem Südpazifik verglühen. Mit den Verzögerungen leider nicht genug. Unter anderem schlechtes Wetter brachte auch bei SpaceX die Startpläne durcheinander. Einige Missionen mussten verschoben werden, somit auch der EXIM-3-Start. Wie die NASA mitteilte, ließ man sich jetzt auf einen Starttermin wahrscheinlich am 17. Januar ein mit EXIM Space und SpaceX. Das ist für uns in Europa besonders angenehm, da somit die Startzeit auf eine für uns verträgliche Uhrzeit rutscht. Sollte es bei dem 17. Januar bleiben, würde der Start gegen 23 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Den könnte ich dann wieder live streamen. Außerdem wurde bekannt, dass für den Start von EXIM-3 wohl wieder das Launchpad 39A genutzt wird. NASA-Insider meinen, es fehlen beim neuen Crew Access Arm am SLC-40 wohl noch einige Zertifizierungen, um diesen dann für astronautische Missionen überhaupt nutzen zu können.
Nicht mit SpaceX, sondern zweimal mit russischer Soyuz ist Alexander Gerst zur ISS geflogen. Diese Woche teilte er ein Video von sich in einem Mondrover-Simulator. Hintergrund: Als Leiter der Astronautenausbildung befindet er sich mit der aktuellen ESA-Astronautenklasse in Houston. Für die neue ESA-Astronautenklasse war dies der erste Besuch in Houston und eine Gelegenheit, die amerikanischen Kollegen kennenzulernen, mit denen diese dann später vielleicht zur ISS oder sogar zum Mond fliegen werden. Während dieses Besuchs hat Alexander Gerst auch mal eben den neuen Mondautosimulator der NASA ausprobiert. Mein Interview mit Astro Alex im Zero-G-Flieger, das verlinke ich euch unter dem Video. Wird noch ein paar Jahre dauern, bis wieder Menschen einen Fuß auf den Mond setzen. Das kommende Jahr gehört dann erstmal den robotischen Sonden. Intuitive Machines hat bekannt gegeben, den Start ihres ersten Mondlanders IM-1 habe man auf Mitte Februar verschoben. Der Grund für diese Verschiebung liege an gleich mehreren Nutzlasten, die nur von der Startrampe 39A im Kennedy Space Center starten können. Durch diese neuen Startpläne könnte es im Februar tatsächlich direkt zu 2 Mondlandungen innerhalb weniger Tage kommen. Astrobotic hat angekündigt, dass ihr Peregrine-Lander bereit für einen Start ist ab dem 8. Januar. Gestartet auf der ersten Welcome Centaur von der United Launch Alliance könnte das zu einem Landeversuch am 23. Februar führen. Sowohl der Peregrine-Lander als auch der IM-1-Lander tragen kommerzielle Nutzlasten sowie von der NASA bereitgestellte Nutzlasten im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services Programms, kurz CLPS. Das wurde ja 2019 initiiert. Bevor wir uns die nächste Woche anschauen, sei hier wieder allen Menschen gedankt, die sich dieses Jahr für Senkrechtstarter eingesetzt haben. Ganz besonders möchte ich mich da bei meiner Familie bedanken. Außerdem unserem Discord-Admin Patrick für seine Hilfe in jeder Lebenslage. Den Discord-Mods für ihren Einsatz für und mit der Community. Camille, der mir geholfen hat, eine Vision für Senkrechtstarter zu entwickeln, die nachhaltig hilft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Ja, und Marcel, der beim Aufbau eines finanziellen Fundaments für Senkrechtstarter geholfen hat. Ich habe es so deutlich nicht gesagt, aber Anfang des Jahres musste ich mich ernsthaft damit auseinandersetzen, ob und wie Senkrechtstarter als Nischenkanal überleben kann. Dass ich es jetzt soweit überhaupt geschafft habe, das verdanken wir allen Senkrechtstarter-Schutzengeln, die durch ihre regelmäßigen monetären Unterstützungen den Kanalbetrieb abgesichert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Ja, das Startfenster für den chinesischen Kuaizhou 1A Raketenstart mit unbekannter Nutzlast, das ist am Montag, 25. Dezember von Jiuquan aus. Das Startfenster für den Seestart der Langer Marsch 11, auch mit unbekannter Nutzlast, ist auch am Montag, 25. Dezember. Am Dienstag, den 26. Dezember, sollen vom Xicheng Satellitenzentrum die Navigationssatelliten Beidou 3, M25 und M26 starten. Am Mittwoch, 27. Dezember, soll vom Kosmodrom in Plesetsk in Russland ein militärischer Kosmosatellit starten. Auch am Mittwoch, 27. Dezember, soll von Jiuquan aus vermutlich eine Kuaizhou 1A mit einer mir unbekannten Nutzlast starten. Ja, und das Startfenster für den Falcon Heavy Raketenstart mit dem geheimen US Space Force Raumgleiter, das ist aktuell am Freitag, der 29. Dezember vom PET 39A in Florida. Kurz darauf gefolgt am gleichen Tag vermutlich ein weiterer Starlink-Start von Cape Canaveral. Am Samstag, 30. Dezember, von Jiuquan ein Ceres-1-Start des chinesischen Raketenstartups Galactic Energy. Ja, und den Jahresabschluss macht vermutlich am Sonntag, den 31. Dezember, ein Starlink-Start von Vandenberg. Hier noch einmal der Hinweis, wenn ihr mit mir zwischen den Jahren kostenlos World of Warships spielen wollt, mit meinem Link und dem Code Happy New Year 2024 bekommt ihr einen super Starter-Deal für neue Schiffe und Ausrüstung, beides auch in der Beschreibung. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, genießt die Festtage und Achtung, Spoiler, freut euch schon mal auf ein sehr, sehr spannendes Raumfahrtjahr 2024. Die Raumfahrt ist so spannend wie seit 1969 nicht mehr und wir können live dabei sein. #Apollo-Moment. Bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.